Hallöchen ihr Liebens! Heute zeige ich euch das Rezept für eine Raffaello-Creme, aktuell mein absolutes Lieblingsdessert. Es ist wirklich so lecker und das, obwohl keine Schokolade mit drin ist. Ich bin ja sonst eher so im Team Schokolade unterwegs, aber dieses Dessert ist wirklich unfassbar gut. Das habe ich auch selbst vor nicht ganz so langer Zeit das erste Mal bei einem Grillfest gegessen, habe ich mir vom Grundprinzip also auch nicht selbst ausgedacht, aber ich habe es seitdem schon einige Male ausprobiert und immer ein bisschen abgewandelt, sodass ich euch heute die Rezeptvariante zeigen kann, die meiner Meinung nach am besten schmeckt und die beste Konsistenz hat. Dann legen wir jetzt auch direkt los. Ich kann euch das Rezept sowas von empfehlen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir brauchen zuallererst 250 Gramm Himbeeren, egal ob frisch oder tiefgefroren, und die müssen wir einmal durchpürieren. Falls ihr jetzt so wie ich TK-Beeren verwendet, könnt ihr sie entweder bei Raumtemperatur auftauen lassen oder sie einmal kurz auf dem Herd erhitzen. Das hat an dieser Stelle auch gleich den Vorteil, dass die Beeren super matschig werden und wir sie nicht noch einmal pürieren müssen, sondern sie dann direkt durch ein Sieb streichen können. Das Himbeerpüree kann dann vorerst zur Seite gestellt werden und dann machen wir mit der Raffaello-Creme weiter. Dafür benötigen wir 750 Gramm Quark, 3 Esslöffel Zucker sowie ein Päckchen Vanillezucker und 15 Raffaellos für die Creme, beziehungsweise gerne noch ein paar zusätzliche dazu für die Deko am Ende. Als erstes fangen wir mit dem Quark an, den ich gemischt habe. Ich habe also 500 Gramm Magerquark und 250 Gramm Quark mit 20%igem Fettanteil verwendet. Und den füllen wir uns jetzt in eine Rührschüssel und mixen ihn einmal mit dem Zucker durch. Ich mache das hier jetzt mit der Küchenmaschine, aber da könnt ihr natürlich genauso gut einen Handmixer verwenden. Nach 3 bis 4 Minuten sollte sich der Zucker dann gut aufgelöst haben und dann können wir auch schon die 15 Raffaellos dazugeben. Und dabei knacke ich die Raffaellos auch einmal kurz an, damit sie gleich beim Verrühren einfacher zerkleinert werden. Man könnte die Raffaellos natürlich auch vorher mit einem Messer hacken, damit die Mandel im Inneren zerkleinert wird, aber das ist schon so eine kleine Sauerei, weil man dann überall die Creme kleben hat. Und auch mit der ganzen Mandel im Dessert schmeckt es natürlich genauso lecker und dann war das für mich auch die bessere Alternative. Sobald alle Raffaellos im Quark sind, können wir sie einrühren und nochmal mit dem Löffel so ein bisschen zerdrücken, was durch das vorherige Anknacken wirklich super einfach klappt. Und dann wäre diese Creme damit auch fertig und kann in einen Spritzbeutel gefüllt werden. Als nächstes bereiten wir noch schnell die Himbeeren vor, für die wir zusätzlich 250 Gramm Mascarpone benötigen, die wir uns dann in unsere Quarkschüssel füllen können. Da müssen wir vorab also nicht nochmal spülen oder auch eine zweite Schüssel nehmen, das kann dann ruhig in die Quarkschüssel rein. Jetzt fangen wir auch schon langsam mit Mixen an und lassen dabei dann langsam und nach das Himbeerpüree unterrühren. Fangt also wirklich mit etwas weniger Flüssigkeit an, damit sich die Mascarpone etwas angleichen kann und dann fügen wir langsam mehr dazu, bis wir am Ende eine homogene Creme erhalten. Als ich die Raffaello-Creme auch zum ersten Mal auf diesem Grillfest gegessen habe, waren die Himbeeren einfach nur so im Ganzen in der Creme verteilt, was zum einen dann wirklich für super wässrige Stellen gesorgt hat und mich haben auch echt die vielen Himbeerkerne gestört. Deswegen habe ich das dann so abgewandelt, dass man eine cremigere Konsistenz durch die Mascarpone bekommt und es schmeckt trotzdem noch wirklich super säuerlich und frisch, weil wir hier eben keinen zusätzlichen Zucker mit drin haben. Das passt dann auch perfekt zu dieser süßlichen Raffaello-Creme. Und wenn wir das dann auch erledigt haben, können wir unsere Himbeercreme in einen Spritzbeutel füllen und dann bereiten wir nur noch unsere Dessertgläser vor. Ich habe mich jetzt für kleine Einzelgläser entschieden, damit jeder so sein eigenes Dessert hat, aber man könnte das natürlich auch in einer großen Auflaufform oder Dessertschüssel schichten, damit sich dann jeder eine einzelne Portion entnehmen kann. Und dann wird jetzt eben nur noch geschichtet. Ich habe mit der hellen Creme angefangen und darauf etwas weniger der Himbeercreme verteilt.
aber das könnt ihr natürlich auch spontan so entscheiden, wie es vielleicht am besten mit euren Dessertgläsern funktioniert. Hier seht ihr jetzt auch, dass beim Schichten ein paar Hohlräume in der Creme entstanden sind, was nicht ganz so super schön aussieht. Deshalb habe ich nochmal mit einem Löffelstiel in die Creme gepiekst, damit die Hohlräume verschwinden und damit die zwei Cremeschichten nochmal ein bisschen vermischt werden. Dann sieht das optisch nämlich gleich wieder viel besser aus. Danach wird die Oberfläche nochmal ein bisschen mit einem Löffel geglättet und bei Bedarf könnt ihr später auch nochmal das Glas mit einem Küchenpapier abwischen, damit ihr da keine Cremreste dran habt. Für die Deko habe ich die Oberfläche noch zusätzlich mit ein paar Kokosnussraspeln bestreut und dann könnt ihr das Dessert auch noch mit Raffaellos und frischen Himbeeren ausgarnieren. Damit sind wir dann auch schon fertig, könnt ihr entweder sofort vernaschen oder nochmal für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen, damit alles nochmal ein bisschen mehr durchziehen kann. Von der Optik, wie ich finde, wirklich einfach nur super hübsch und das schmeckt einfach traumhaft lecker, wirklich nicht zu süß, schön frisch und dabei trotzdem richtig cremig. Und wenn die Raffaello-Stückchen in der Creme noch so ein bisschen aufweichen, schmeckt es auch wirklich mega genial. Wie gesagt, aktuell mein absolutes Lieblingsdessert, probiert es echt mal aus, es ist wirklich schnell und einfach zubereitet, unglaublich lecker und ich hoffe natürlich auch, dass euch mein Rezept gefallen hat. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Einschalten und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal mit einer neuen Leckerei wieder. Bis dann, ihr Liebens. Tschüss!